REW, Room EQ Wizard, bekannt und beliebt in der Szene bei den Audio-Enthusiasten, bei den Klangfuzis, bei den Wettbewerbsteilnehmern. Die stellen sehr, sehr viel ihre Autos mit REW ein freies, unglaublich mächtiges Mess- und Analyseprogramm, was zudem auch noch frei verfügbar ist, kostenfrei verfügbar ist in der Basic-Version. Und da liegt es nahe, dass wir unsere Mosconi DSP, die ja in der gleichen Szene aktiv sind, mit Rev zusammenarbeiten lassen. Das ist jetzt passiert mit der GUI 3.50, frisch veröffentlicht, und ich möchte euch das hier ein bisschen erklären, wie einfach und präzise das Ganze funktioniert. So, ganz so einfach war das allerdings nicht, und wir haben uns das auch nicht ganz so einfach gemacht. Denn wenn man sich mal ein bisschen mit Rev beschäftigt hat, mit dem Room EQ Wizard, dann stellt man fest, dass man für die Berechnung der EQ- und Filterbänder verschiedene Equalizer-Settings wählen kann. Generik, Rephase, verschiedene Hersteller und so weiter. Und wenn man sich dann mal weiter damit beschäftigt, wo da die Unterschiede sind, dann stellt man sehr schnell fest, dass so ziemlich jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht in der Definition von Q und der Berechnung der Filter. Ich habe hier mal drei unterschiedliche Settings in Rev aktiviert. Das oberste ist das Generik, das ist das originale REW-Setting, der Generik EQ. Darunter, das ist Rephase, und darunter ist die Equalizer-Bänder von einem anderen DSP-Hersteller. In allen drei Fällen wurde eingestellt ein Peak EQ 1000 Hertz plus 6 dB mit der Güte 4 und das Ganze mit minus 6 dB Güte 4. Und wir sehen, dass da komplett unterschiedliche Frequenzverläufe bei rauskommen. Es gibt also der Generik und Rephase zum Beispiel arbeiten mit einem Constant Q, positiv wie negativ der gleiche Verlauf. Allerdings unterscheiden die sich schon in der Definition der Güte. Rephase ist bei Güte 4 deutlich breitbandiger als Generik REW. Und das dritte hier unten, hier gibt es nicht mal einen Constant Q im positiven und negativen Bereich. Das heißt, bei positiv und negativ Güte 4 habe ich komplett unterschiedliche Verläufe, die sich wieder unterscheiden von den ersten beiden. Und dadurch natürlich auch in der Summe, das ist das blaue, nicht zu null aufheben, sondern da auch eine gefilterte Summe bei rauskommt. Es liegt also auf der Hand, dass es so nicht funktionieren kann, einen simplen Textimport, also die Filter aus Rev importieren in eine Textdatei und importieren in unseren DSP. Das kann so nicht funktionieren, weil das Ergebnis ist mehr oder weniger beliebig und man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, dabei Fehler zu machen. Was haben wir also gemacht? Wir haben uns mit dem Entwickler von REW in Verbindung gesetzt, haben uns ausgetauscht und haben nun dafür gesorgt, dass in REW als Hersteller und EQ Mosconi ausgewählt werden kann. Wir haben den 9 Band Kanal EQ und wir haben den 30 Band Main EQ zur Auswahl. Das heißt, wenn in REW diese Einstellung aktiviert wird für die Berechnung der Filter, dann kalkuliert REW und Mosconi DSP 100% mit identischen Algorithmen, und das Ergebnis beim Import, das akustische Ergebnis hinten raus, entspricht 100% dem eingestellten in Rev oder dem berechneten Ergebnis in Rev. Da gibt es keine Abweichungen mehr. Das mögen im Einzelfall mögen das nur 1, 2 dB gewesen sein pro Filter, wo sich das auf der Flanke unterschieden hat.
Aber das mal 30 führt dann doch zu einer erheblichen Abweichung. Und das wollten wir nicht hinnehmen, deswegen identische Algorithmen in REW, in unserem Mosconi DSP, sorgt für die absolut präzise Import-Export-Funktion und die Möglichkeiten, die REW bietet bei aktiviertem, zum Beispiel Main Equalizer 30 Band. Wenn ich mir dann die Filter dazu hole in REW, dann sind es genau 30 Bänder mit den ganzen Grenzwerten 10 Hertz bis 20 Kilohertz plus minus 12 dB, Güte in 0,01 Dezimalschritten. REW hält sich also genau an die Grenzwerte, die unser Mosconi DSP auch umsetzen kann. Stelle ich als Modell den neuen Kanal Channel EQ ein, dann habe ich auch in REW neben dem Peak EQ, dann habe ich hier auch die Low Shelf Filter, die High Shelf Filter, den Allpass Filter, genau das gleiche, was unser Mosconi DSP auf dem Kanal Filtern zu bieten hat, bietet in diesem Fall auch REW. Das ist also perfekt, Hand in Hand. Da gibt es keine Abweichung mehr, da gibt es keine überlaufenden Variablen mehr. Das REW Filter berechnet, den der Mosconi, der DSP nicht umsetzen kann, ist damit komplett ausgeschlossen. Wie funktioniert der Import genau? Das ist denkbar einfach gelöst. Am allereinfachsten ist, ihr habt REW auf und ihr habt die EQ-Filterleiste, also die Leiste, wo die ganzen berechneten oder eingestellten Filter drin sind, geöffnet. In dem Fall braucht ihr nur auf den entsprechenden EQ gehen. Wir haben hier eingestellt den Mosconi EQ 30 Bänder. Ihr geht auf den entsprechenden EQ, wo diese Einstellung eingefügt werden soll. Ich nehme jetzt mal den Main EQ Front. Ich gehe auf REW Import und in dem Moment holt sich die Mosconi GUI schon die Filterdaten aus REW. Ihr seht es hier, der komplette Filter ist schon übernommen in REW. Wenn jetzt noch mal etwas geändert wird, achten wir mal auf Band 21, 2 kHz. Band 21, 2 kHz. Band 21, 2 kHz, 2 dB. Da mache ich jetzt mal einfach 4 dB draus. Okay. Dann klicke ich den Button Get Settings from REW und Band 21 steht jetzt auf 4 dB. Das ist also die eine Methode, die Daten reinzuholen. Zweite Methode ist, ihr speichert eure Settings ins Windows Clipboard mit dem REW-Button. In dem Fall kann das zugemacht werden. Dann, wenn dieses Fenster nicht gefunden wird, holt er sich die Daten aus dem Clipboard. Dritte Möglichkeit ist, ihr könnt es in REW exportieren auf die Festplatte als Textfile, wie REW das im Allgemeinen anbietet. Und dann könnt ihr das mit dem Load-Button genauso reinladen und importieren. Also 3 Möglichkeiten, an die Daten überhaupt zu kommen. Dann habt ihr beim Import 2 Möglichkeiten. Entweder überschreiben, das heißt, dieses komplette 30-Band DSP-Setting aus REW überschreibt den Equalizer im Mosconi DSP. Egal, was da vorher eingestellt war, es wird überschrieben. Dann wählt ihr noch, auf welche Seite, linke Seite, also der obere EQ,
rechte Seite, also der untere EQ, oder ihr könnt es auf beide Seiten gleichzeitig in den DSP kopieren. Das war schon. Danach nur noch den Button Write to DSP und die Daten sind im DSP und schon an den DSP übertragen. Einfacher geht es dann nicht mehr. Linke Seite, jetzt mache ich mal rechts identisch. Ich habe links und rechts identisch eingestellt und in dem Fall, wenn ich beide Seiten reinschreibe gleichzeitig, wird auch die Kanalkopplung direkt wieder aktiviert. So, das gleiche haben wir entsprechend für den 9-Band EQ in allen Kanalfiltern. Da gibt es jetzt auch den Button REW Import. Da holt er jetzt die 30 Bänder rein. Ist natürlich falsch, die lassen sich aber in diesen 9-Band EQ auch nicht reinschreiben. Dann kommt eine Warnmeldung, falscher EQ geladen. Gut, wir haben auf allen Kanalfiltern die Importfunktion, wir haben auf allen Main Equalizern die Importfunktion. Auf diese Weise lässt sich einfach mit einem Klick Get Data vom Rev das komplette EQ-Setup übernehmen. So, an dieser Stelle war ein kleiner Zeitschnitt. Das originale Rev-Setting existiert nicht mehr. Ich habe jetzt mit dem importierten Setting im DSP nochmal eine Kontrollmessung gemacht. Dadurch ergeben sich natürlich im Frequenzgang in REW deutlich kleinere Differenzen im Equalizer, was nachgestellt werden muss. Auch daran haben wir gedacht, denn im REW Import haben wir die Möglichkeit, er hat wieder automatisch, jetzt mit dem Klick auf den Button hat er wieder automatisch die Daten geladen aus REW. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, den Equalizer nicht komplett zu überschreiben, sondern ich kann ihn addieren zum bestehenden Equalizer. Das heißt, die Importroutine sucht sich identische Bänder, die in Frequenz und Güte gleich sind, und addiert die Gains auf, justiert also nach. Jetzt mache ich mal ein Beispiel. Das Equalizer Band 20 war bisher noch gar nicht belegt. Das setze ich jetzt dazu. Und zwar mit einem Peak Equalizer 73 Hertz. An der Stelle eigentlich überhaupt nichts verloren. Minus 5 dB. Güte 10. Der ist dazugekommen. Ich hole mir den rein. Mit dem Get-Button. Ist jetzt hier drin. EQ 20, 73 Hertz, minus 5 dB, Güte 10. So, und jetzt mache ich die Geschichte mit, ich überschreibe den DSP nicht, sondern ich addiere auf. Und zwar nur auf die linke Seite. Write to DSP. Dann hat die Importroutine komplett die Abweichungen aufaddiert. Das heißt, die haben sich jetzt nur noch um diese 0,2 minus 3, 0,1 dB verändert. Der neue 73 Hertz Equalizer, das 73 Hertz Band, der vorher an Position 20 war, ist einsortiert in der Sortierung. Der Equalizer ist schon übertragen und ist schon aktiv. Ich kann die nächste Kontrollmessung, die nächste Messung kann ich wieder machen und das Ergebnis kontrollieren. Was vielleicht noch ganz gut zu wissen ist, bevor ein Import in den Equalizer geschrieben wird, sichert die Software den kompletten Equalizer in Memory 2 und ich kann den jederzeit wieder zurücksetzen auf den Stand davor. Das war der Stand, bevor ich importiert habe, die Addition. Okay, das Ganze funktioniert genauso bei den Kanalfiltern. Man kann
komplett die Kanalfilter reinschreiben, man kann sie überschreiben, man kann neue Filter aufaddieren, man kann Korrekturen aufaddieren. Das funktioniert alles. Wenn ein Aufaddieren nicht mehr möglich ist, weil die Anzahl der Filter, die schon benutzt sind und die Anzahl der neuen Filter, die dazukommen, die 30 Bänder überschreiten, dann bekommt man auch einen Hinweis, dass die Addition in dieser Form nicht möglich ist. Dann muss man nochmal genau nachgucken, ob ich den EQ vielleicht komplett neu gestalte. Aber in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Funktion. Es spart euch, denke ich, in der Praxis eine ganze Menge Arbeit. Es muss nicht mehr händisch übertragen werden. Und ganz wichtig, das Ergebnis, was importiert ist aus REW, entspricht dem Ergebnis, was REW sich vorgestellt hat. Gut, dann zum nächsten Punkt in der neuen GUI 3.50.